Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video, in welchem ich euch zeigen möchte, wie ich meine Dashcam verbaut habe. Die Dashcam habe ich, wie man hier sieht, direkt rechts neben dem Spiegel angebracht und dabei das Kabel nach oben geführt, so dass es nicht mehr sichtbar ist, und das dann zur A-Säule auf der Fahrerseite. Wenn man von außen schaut, sieht man dann auch nichts von dem Kabel, da es so gut versteckt ist, dass es von außen wirklich nicht sichtbar ist. Wenn wir nun einmal reinschauen, können wir auch hier oben sehen, dass kein Kabel sichtbar ist. Das habe ich wirklich hier schön reingeschoben. Hier ist auch ein schöner Spalt, damit man es eben nicht sieht. Das erste Mal, wo man das Kabel sieht, ist hier. Hier habe ich es quasi vom Dach oben Richtung Türgummi gezogen und das dann entsprechend hier den ganzen Weg nach unten. Hier sieht man auch schon, habe ich die Seite aufgemacht. Dann kommt hier das Kabel von oben. Verstecke ich dann gleich nochmal schön und geht hier unten in den Sicherungskasten. Im Sicherungskasten habe ich eine Doppelsteckdose verbaut und das zeige ich euch jetzt gleich. So, zum Ausbau dieser Seitenklappe möchte ich euch noch kurz zeigen, wie diese befestigt ist. Man sieht hier diese weißen Klammern. Hier zwischendrin sind auch noch zwei schwarze Klammern, aber insgesamt noch diese drei weißen Klammern eben unten, oben und hier vorne. Es ist so, ich fand es ein bisschen schwer rauszukriegen. Man könnte es mit dem Schraubenzieher hier raushebeln, aber es hilft schon ganz gut, wenn es zu ist, dass man von innen rausdrückt, gegebenenfalls sogar an die Stellen von den Klammern geht. Da kommt man auch zumindest bei denen hier gut hin. Und dann kann man hier mit dem Finger dazwischen gehen und es langsam rausziehen. Dann muss man im nächsten Schritt den Gummi hier lösen. Dann fällt es einem schon entgegen, weil hier unten drin ist es ziemlich gesteckt hinter dem Gummi. Und dann kann man es einfach nach links raushebeln. Das so als kleinen Tipp für den Ausbau. So, wir sehen jetzt hier den Sicherungskasten. Auf der rechten Seite bei den Sicherungen sieht man, habe ich einen Stromdieb angebracht, der mir einmal für meine Doppelsteckdose, die ich hier verbaut habe, den Strom abzweigt. In meinem Fall habe ich es hier unten rechts angebracht. Das ist, wenn wir genauer schauen, das Power Outlet. Daran hängt, soweit ich es rausgefunden habe, die normale 12 Volt Steckdose in der Mittelkonsole. Und da ich weiß, dass ich die selten brauche, habe ich es einfach hier mit dran gehängt. Wenn man sich den Stromdieb nun genauer ansieht, sieht man hier zwei Sicherungen. Einmal die Original 20 Ampere Sicherung für das Power Outlet sowie eine 15 Ampere Sicherung, die ich eben für diese Abzweigung für die Doppelsteckdose verwendet habe. Da ich auch hier wieder weiß, dass ich grundsätzlich hier nur diesen 12 Volt USB Adapter quasi brauche und da jetzt zwei Sachen dran hängen, die Dashcam sowie meine ambiente Beleuchtung für den Fußraum, ist das ausreichend mit diesen 15 Ampere. Was genau für ein Stromdieb das ist, ich habe den, glaube ich, im praktischen Viererpack gekauft, jetzt also noch 3 übrig, verlinke ich euch. Auch die Doppelsteckdose verlinke ich euch, wobei ich habe schon geschaut, die ist so nicht mehr verfügbar. Aber hier kann man im Normalfall jede 12 Volt Steckdose verwenden. Diese Doppelsteckdose wird hier dann einmal an dem Stromdieb angeschlossen. In dem Fall ist es ein einfaches Stecksystem. Es wäre natürlich viel besser, wenn es gelötet wäre, aber bei den geringen Strommengen, die hier drüber laufen, reicht das so. Dann ist hier bei der 12 Volt Steckdose eine extra Sicherung dabei gewesen. Die sichert das nochmal zusätzlich zu der 15 Ampere Sicherung ab. Und wenn man jetzt schaut, haben wir noch ein schwarzes Kabel, das von der Dose weggeht. Das habe ich hier rechts angeschlossen auf Masse. Dazu einfach die Schraube hier ein bisschen rausgedreht, den Masseanschluss reingeschoben und wieder zugedreht. Das verschwindet hier rechts dann auch wunderschön hinter der Abdeckung. Hier sieht man auch noch das lange Kabel von der Dashcam, das ich hier zusammengerollt dann versteckt habe. Und
und so sieht es aus, wenn alles fertig verbaut ist. Ich habe diese 12 Volt Steckdose, die ich von außen jetzt gerade ein bisschen wackele, nicht festgeschraubt oder sonstiges. Ich habe die jetzt hier eingeklemmt mit den USB-Steckern hier unten. Dadurch sitzt die eigentlich hier bombenfest. Wenn jetzt hier die Abdeckung auf der Seite noch drauf ist, ist auch kein Licht mehr drinnen und es hält nochmal zusätzlich. Ich hatte das jetzt schon seit April letzten Jahres, also über 10 Monate genauso verbaut. Es hat nie was gewackelt oder sonst was. Hat auch immer zuverlässig funktioniert. Zu meiner Lösung muss ich natürlich noch dazu sagen, dass ich hier Zündungsplus abgreife. Das heißt, die Dashcam wird nur mit Strom versorgt, wenn die Zündung an ist. Da wir hier keinen Dauerplus abgreifen, kann man somit also die Dashcam nicht auch über Nacht laufen lassen oder wenn man nicht fährt. Das habe ich auch nicht wollen, nicht, dass es mir die Batterie leer zieht. Und deshalb geht die Dashcam, sobald die Zündung aus ist, auch gleich aus. Dann noch kurz zur Info, welche Dashcam ich verwende. Das ist eine S-Dome GS63H. Diese nimmt in Full HD mit 60 Bildern auf und sogar noch eine etwas höhere Auflösung mit 30 Bildern die Sekunde. Ich habe immer 1080p mit 60 Bildern eingestellt und bin mit der Bildqualität bei Tag und auch bei Nacht super zufrieden. Ich glaube, ich habe sie mir mal auf Empfehlung vom Sascha Vernünftig gekauft und ich weiß gar nicht, was ich gezahlt habe, 60 Euro. Und dafür ist die echt super. Hatte ich auch schon in meinem Insignia zuvor verbaut. Lief immer ohne Probleme. Ein paar Beispielvideos habe ich in meinen anderen Videos teilweise schon eingebaut. So, dann hoffe ich, euch einen schönen Eindruck zu zeigen, wie ich das gelöst habe, meine Dashcam zu verbauen, wie ich das Kabel gelegt habe. Es gibt sicher noch andere Möglichkeiten, aber so war das für mich die beste Möglichkeit. Wie gesagt, habe ich hier auch gleich den Strom dann für die Ambientebeleuchtung im Fußraum abgezweigt. Die will ich euch aber vielleicht noch in einem anderen Video vorstellen. Ja, dann vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.